Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei COMMIC. Heute in diesem Video werde ich euch das Flaggschiff der Überwachungskameras von Reolink vorstellen, und zwar die 823 S2. Diese Kamera bietet 360 Grad rundum Überwachungsschutz mit automatischem Live-Tracking, optischem Zoom, vielen KI-Funktionen, einer dynamischen Privatsphärenmaskierung und alles, was man sich sonst noch so wünscht. Ob das Teil sein Geld wert ist, dem werde ich in diesem Video nachgehen. Ich werde euch zeigen, was die Kamera hat, was sie kann, wie ihr sie einrichtet, welche Funktionen sie bieten, wie ihr die Aufnahmen abruft und natürlich auch die ganzen KI-Spielereien. Das werden wir uns gemeinsam angehen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Und hier zurück in meinem Büro werde ich euch gleich zeigen, wie ihr die einzelnen Funktionen der Kamera für die Aufnahme, die Wiedergabe, die KI-Funktion und dergleichen, wie ihr die an eurem Telefon, an eurem Tablet mit der App bzw. am Computer mit dem Client nutzen könnt. Doch zuvor noch ein Blick auf die Kamera selbst. Und ihr seht es, das ist keine kleine Kamera. Das ist ein richtiger Klopper. Die Reolink 823 S2 ist ein wahres Monstrum. Sie ist nicht nur sehr groß, sondern sie ist auch sehr schwer. Die Kamera bringt sicherlich einige Kilogramm auf die Waage, denn das ist Metall. Ich vermute, dass es sich hierbei um Aluguss oder ähnliches handelt. Auf jeden Fall wirkt das Ganze sehr, sehr wertig. Das, was ich jetzt hier habe, ist die PoE-Variante. Das bedeutet, dass diese Kamera über das Netzwerkkabel nicht nur die Daten austauscht, sondern auch die Stromversorgung sicherstellt. Wenn ihr also zu Hause ein PoE-Netzwerk habt, könnt ihr die Kamera direkt über das Netzwerkkabel mit Strom versorgen und braucht kein zusätzliches Kabel. Das finde ich auf jeden Fall eine tolle Sache. Für den Fall, dass ihr kein PoE-Netzwerk habt, aber ein Datenkabel, legt euch Reolink zusätzlich noch einen Netzstecker mit dazu. Das bedeutet, ihr könnt die Kamera auch über ganz normalen Stromanschluss mit Strom versorgen und die Daten dann eben über das Netzwerkkabel in euer Heimnetz einspeisen. Wenn ihr nun kein Datenkabel habt, aber vielleicht nur die Stromversorgung, dann greift ihr am besten zur WLAN-Variante, denn diese Kamera gibt es auch als Funkvariante. Das heißt, ihr braucht kein Netzwerkkabel am Installationsort, sondern einfach WLAN. Über die Funkantennen wird das genauso sicher und stabil in euer Heimnetzwerk übertragen. Wenn es einmal im Heimnetzwerk ist, soll es natürlich auch gespeichert werden, die Daten, und dafür habt ihr sehr viele Möglichkeiten. Ihr könnt entweder direkt in der Kamera speichern. Ich habe hier auf der Rückseite mal die Abdeckung abgemacht und ihr seht, hier ist der Slot drin für die SD-Karte. Wird normalerweise ja wieder verschraubt. Für die Karten nutzt ihr einfach handelsübliche Karten mit entsprechender Kapazität und Schreibgeschwindigkeit. Maximal 256 GB unterstützt diese 4K-Kamera, oder ihr greift auf die Reolink eigenen SD-Karten zurück. Das Modell, das mir Reolink hier zur Verfügung gestellt hat, bietet aber noch einiges mehr im Zubehör. Unter anderem habe ich ein kleines Netzwerkkabel mit dabei. Ich habe den Verbindungsstecker mit dabei, um den Übergang im Netzwerkkabel wasserdicht zu machen, und noch verschiedene Schrauben für die Montage im Stein mit Dübel oder direkt in das Holz. Zusätzlich gibt es noch eine Absturzsicherung mit dazu, die direkt über die Halterung montiert werden kann, um eben eine zusätzliche Absicherung darzustellen. Die Kamera selber könnt ihr direkt, so wie sie ist, an der Wand montieren. Ihr seht, für das Kabel sind entsprechende Aussparungen schon vorhanden. Und wenn ihr keine Wandmontage habt, sondern die Kamera lieber an die Decke haben wollt, dann könnt ihr diesen Arm hier oben öffnen, diesen Haltekranz nach oben wegdrehen, und auch eine Deckenmontage wäre möglich. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Kamerainstallation, Kamera ins Netzwerk erstmal einrichten, dann schaut mal oben rechts, da verlinke ich euch die Playliste mit allen möglichen Videos, die ich da zu diesem Thema bereits gemacht habe. Und wenn ihr mehr zur Kamera wissen wollt, zu den Funktionen, den Spezifikationen, wo ihr das Teil herbekommt und was so ein Teil überhaupt kostet, dann schaut mal unter das Video. Dort verlinke ich euch alle relevanten Daten, inklusive meiner Links zur Kamera, könnt ihr euch direkt nachbestellen. Und wenn ihr einmal da unten seid, vergesst nicht an der Stelle mir schon mal das Like für dieses Video zu geben, und wenn das dein erster Besuch hier bei mir ist, gib mir doch gerne auch ein Abo, um keine neuen Videos zu verpassen. Genug geschwätzt, genug Werbung gemacht. Ich werde die Kamera nun draußen im Garten installieren, werde sie anschließen, und anschließend werde ich mit euch Stück für Stück die einzelnen Funktionen hier am Client durchgehen bzw. an meinem Telefon in der App.
Hier unten im Garten auf meiner Teststrecke habe ich die Reolink 823S2 installiert. Und zwar genau dort oben in der Mitte. Links davon seht ihr die Track Mix Kamera und rechts die Reolink Track Flex Kamera. Und ich denke, man sieht es schon auf den ersten Blick, die 823S2 ist ein wirklich großer Klopper. Die Kamera ist sehr, sehr groß. Ich habe sie bei mir direkt in das Holz installiert und die Kabel über diese Dose dort oben ja mit meinem LAN-Anschluss mit PoE, Strom und Daten versorgt. Es gibt aber auch eine Reolink-Dose, wo ihr die Kamera direkt anschrauben könnt, um die Kabel da drinnen ein bisschen einzupacken, zu schützen, zu verstecken. Ich suche euch das genaue Modell mal raus und packe sie euch in die Videobeschreibung. Wenn ihr da Interesse habt, schaut mal rein, ob da das Richtige für euch mit dabei ist. Was jetzt in dem Sinne auffällt, ich hoffe, man kann es gut erkennen, alle drei Kameras folgen meinen Bewegungen. Es sind nämlich alles drei sogenannte PTZ-Kameras mit aktivem Live-Tracking. Alle drei Kameras haben KI-Funktionen, die mich als Menschen erkennen. Sie erkennen aber auch Tiere oder Fahrzeuge, zum Beispiel den Rasenroboter, und folgen, wenn ich das so einstelle, diesen Objekten automatisch hinterher. Live-Tracking. Was mir aber aufgefallen ist bei den ersten Aufnahmen, ist der Blickwinkel. Während die Track Flex als auch die Track Mix durch ihre Dualobjektive ja ein zusätzliches Panoramabild liefern, hat die 823S2 kein Panoramabild, sondern ein relativ eingeschränktes Gesamtbild. Das heißt, die Aufnahme von rechts bis links, die Breite des Bildes ist nicht so groß, wie ich es gerne hätte. Ich hätte da gerne ein bisschen mehr Bild auf den Aufnahmen drauf. Zumindest bei der Höhe, wie ich sie installiert habe, mit knapp 2,30 Meter hier, ist das nicht perfekt. Die Kamera sollte meiner Meinung nach relativ weit oben installiert werden oder relativ weit weg von dem Ort, den ihr aufnehmen möchtet. Denn so habt ihr viel Bild in den Aufnahmen, also viel das, was ihr sehen wollt. Und wenn ihr dann doch mal ins Detail gehen wollt, hat die Kamera einen bombastischen optischen Zoom. Also zum Vergleich, die Kamera hängt da oben. Ich zeige euch nachher mal Bilder von hier aus bis zu diesem Wasserton. Dort hinten die Wasserhähne, ich hoffe, man kann das erkennen. Zoome ich mal ran, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie gut dieser Zoom ist. Also da muss ich wirklich sagen, der hat mich auf jeden Fall schon überzeugt. Was mich nicht ganz überzeugt hat, ist wie gesagt die Bildbreite. Die Kamera hat aber noch viele weitere Funktionen. Neben der KI-Überwachung, neben der dynamischen Privatsphärenmaske gibt es ja auch die Bereichsüberwachung, die Linienüberwachung und natürlich die Grundfunktion. All das werde ich euch jetzt mal etwas näher im Detail zeigen, nehme euch wieder hoch ins Büro und zeige euch das mal am Computer, am Client bzw. über die App habt ihr ja die gleichen Funktionen. Und wenn ihr in der Zwischenzeit schon mal unter das Video schauen wollt und mir einen Daumen nach oben geben wollt für dieses Video, bin ich euch sehr, sehr dankbar. Für all diejenigen, die jetzt neu auf meinem Kanal sind und noch kein Abo gemacht haben, jetzt wäre, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, mir schon mal ein Abo zu geben. Und wenn euch interessiert, was die Kamera kostet und wo sie herbekommt und was die weiteren Spezifikationen sind, dann schaut auch gerne mal unter das Video in die Beschreibung. All das, was ich hier verwende, von dem ich selber tatsächlich auch überzeugt bin, das verlinke ich euch dort. Könnt ihr gerne mal reinschauen und auf den ersten Blick nachbestellen. Ihr wisst, mein Kanal bekommt dafür eine kleine Provision. Ihr habt keine Nachteile, ihr habt den gleichen Preis, aber ihr unterstützt mich damit. Vielen Dank an der Stelle und ab hoch ins Büro. Ich bin zurück in meinem Büro und habe hier nun das Live-Bild der Reolink 823S2. Wenn ich mit der Maus in das Bild hineinschwenke, bekomme ich automatisch das Menü zur Aktivierung des Mikrofons oder auch zur Aktivierung des Zeitraffer-Modus. Hier kann ich mir vorgefertigte Modi auswählen oder mir selber ein Zeitraffer-System anlegen. Diese Funktion finde ich immer wieder spannend, um Bewegungsabläufe über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Ich kann den Alarm natürlich auch manuell auslösen oder die Beleuchtung manuell einschalten. Deutlich spannender ist jedoch die PTZ-Steuerung. Mit der PTZ-Steuerung kann ich die Kamera über das Cursorkreuz bewegen, nach rechts, links, oben, unten und zusätzlich auch den Zoom mit der Zoom-Taste aktivieren. Sobald die richtige Zoom-Stufe erreicht worden ist, erfolgt eine automatische Fokussierung auf den Bereich. Ihr müsst nichts weiter tun. Eine weitere Funktion ist der sogenannte 3D-Zoom. Wenn ich diesen aktiviere, kann ich mir mit der Maus einen bestimmten Bereich aussuchen, diesen markieren und die Kamera schwenkt auf diesen Bereich und zoomt automatisch hinein. Direkt unter dem 3D-Zoom befindet sich der Wachpunkt. Das ist der Ausgangspunkt der Kamera. Diesen lege ich einmalig fest und nach Ablauf des Intervalls, in meinem Fall 60 Sekunden, fährt die Kamera automatisch zurück in diese Ausgangsposition. Ich kann natürlich auch diese Rückkehr manuell erzwingen.
Zum Festlegen des Wachpunkts richte ich die Kamera vorab in der gewünschten Position aus und klicke auf Wachpunkt zurücksetzen. Unter dem Wachpunkt befinden sich die Presets. Das bedeutet, dass ich mir die Kamera vorab in verschiedenen Positionen festlege, anschließend in das Preset-Menü wechsle und über das Plus-Kennzeichen ein neues Preset anlege. Die Presets werden untereinander aufgeführt. Es sind praktisch festgelegte Bereiche, die ich auf diesem Wege schnell anwählen kann, indem ich sie anklicke und die Kamera fährt automatisch in diesen Bereich hinein. Mit diesen Presets kann ich mir auch Patrouillen anlegen. Das bedeutet, ich lege mir verschiedene Presets in eine Linie, kann die Reihenfolge auch verändern und wenn ich die Patrouille starte, wird die Kamera diese Punkte der Reihenfolge nach abfahren und zwar so lange, bis ich das System stoppe. Auf diese Weise können auch größere Bereiche individuell überwacht werden, indem die Kamera automatisch hin und her schwenkt. Wechseln wir nun in das Menü der Kamera. Die meisten Einstellungen sind identisch mit denen der anderen Reolink-Kameras. Als PTZ-Kamera gibt es einige weitere Funktionen in der intelligenten Erkennung. Hier kann ich das Auto-Tracking aktivieren, und zwar für Personen, Fahrzeuge und Tiere. Das bedeutet, ich kann individuell festlegen, ob die Kamera nur Menschen folgen soll oder auch Tieren. Zusätzlich kann ich einen horizontalen Bereich festlegen, zwischen dem die Kamera schwenken soll, links und rechts. Die Bereiche, die dahinter liegen, werden von der Kamera nicht mehr angefahren. Ich kann einen Zeitplan festlegen, in welchem das Tracking funktionieren soll. Das bedeutet, wenn ihr am Wochenende beispielsweise sehr häufig selber am Garten seid, könnt ihr diesen Bereich Sonntag und Samstag aus dem Zeitplan herausnehmen und würdet in diesem Falle nur die Werktage innerhalb der Woche mit dem Tracking überwachen. Weiter unten gibt es weitere Einstellungen, unter anderem die Empfindlichkeit. Die grundsätzliche Empfindlichkeit lasse ich auf 40 bzw. 41 laufen, setze dafür aber die Empfindlichkeit für Personen, Fahrzeuge und Tiere immer auf 100%. Das sind meiner Meinung nach sehr gute Einstellungen, mit denen ich sehr gute Erfahrungen gesammelt habe. Unter der Empfindlichkeit könnt ihr noch die Alarmverzögerung und die Objektgröße festlegen, die erkannt werden soll. Darunter befindet sich die Nichterkennungszone. In dieser Zone legt ihr Bereiche fest, die zwar gefilmt werden dürfen, aber die keinen Alarm auslösen dürfen. Das wären zum Beispiel Bereiche mit vielen Bäumen oder sich bewegenden Objekten. Darunter gibt es dann noch die intelligente Ereigniserkennung, zum Beispiel die vergessenen Gegenstände oder auch die entfernten Gegenstände. Hier legt ihr Bereiche individuell fest und das System gibt euch eine Meldung aus, wenn Pakete verschwinden oder plötzlich neue Objekte hinzugefügt werden. Der Perimeterschutz funktioniert ähnlich. Ihr könnt Linien festlegen oder Zonen, die das System automatisch überwacht. Werden die Linien überschritten bzw. befindet sich jemand in dieser Zone für einen längeren Zeitraum, bekommt ihr einen Alarm. Ich habe mir hier an meinem Pool eine Eindringungszone festgelegt. Das bedeutet, dass ich einen Hinweis bekomme, eine Alarmmeldung, sobald sich jemand in den Pool bewegt. Hierfür habe ich eine Eindringungszone festgelegt. Der Vorteil an dieser Variante ist, dass ich auf diese Art und Weise meinen Pool automatisch überwachen kann. Der Nachteil, wie ich finde, ist jedoch, dass die Hinterlegung dieser Zonen ausschließlich über die App funktioniert. Wenn ich diese Zonen hier am Client bequem mit der Maus anlege, werden diese nicht fix mit dem Bild verankert, sondern mit dem Objektiv. Ich schwenke die Kamera nach rechts und ihr seht es, das Viereck wandert mit. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, deswegen müsst ihr diese Zonen unbedingt in der App anlegen, denn dann bleiben die Bereiche ortsgebunden. Ähnlich verhält es sich beim Datenschutz. Im Display habt ihr die Funktion, eine Privatsphärenmaske anzulegen. Die seht ihr jetzt hier im Bild und ich könnte Bereiche hier markieren, die nicht mehr zu sehen sein sollen. Ich speichere das und ihr seht, der Bereich hinter der Kamera ist nun schwarz markiert. Wenn ich nun die Kamera aber nach links oder nach rechts bewege, bleibt dieses schwarze Viereck fix erhalten. Auch das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, da der Datenschutz auf diese Art und Weise bei einer PTZ-Kamera praktisch immer aufgehoben wird. Der Perimeterschutz und auch die Datenschutzzonen sollten daher unbedingt in der App eingerichtet werden.
Über das Zahnradmenü habt ihr hier nämlich auch alle Funktionen, die es im Client gibt. Im Menü Display kann ich nun die Privatsphärenmaske auswählen, die PTZ-Steuerung aktivieren, die Kamera in die gewünschte Position bewegen und hier nun mit dem Finger eine Zone anlegen, um die Privatsphäre meiner Nachbarn zu schützen. Bewege ich nun die Kamera in diesen Bereich hinein, bleibt diese Datenschutzzone ortsgebunden an dem Objekt und nicht an der Linse. Doch wie sieht es in der Nacht aus? Ich denke, absolut überzeugend. Ihr seht hier die Schwarz-Weiß-Ansicht mitten in der Nacht von der Kamera. Mit den eingebauten Infrarot-LEDs, welche eine Wellenlänge von 850 Nanometern haben, ist eine Reichweite von bis zu 60 Metern möglich. Das ist deutlich mehr als das, was die Standardkameras bieten. Ich kann auch hier mit dem Zoom sehr extrem in die Tiefe gehen. Die Kamera zoomt heran und das Bild bleibt auch in der Schwarz-Weiß-Ansicht extrem scharf. Der Zoom stellt sich automatisch nach. Ich gehe mal noch ein Stück weiter ran. Ich denke, dass diese Bilder absolut überzeugend sind. Zusätzlich bietet die RLC 823S2 eine echte Farbnachtsicht. Hier kommen zwei integrierte LED-Spots mit jeweils 4 Watt Leistung und einer neutralweißen Farbtemperatur von ungefähr 4000 Kelvin zum Einsatz. Die LED-Spots können automatisch bei erkannter Bewegung aktiviert werden oder ihr könnt das Ganze über einen Zeitplan steuern oder ihr könnt die LED-Spots natürlich auch manuell einschalten. Nachdem sich das Bild aufgebaut hat, zeigt sich auch hier eine richtig gute farbige Nachtsicht. Kommen wir zum Fazit der Reolink 823S2 Kamera. Diese PTZ-Kamera ist gar nicht so für den kleinen Garten gedacht, sondern tatsächlich meiner Meinung nach schon für den gewerblichen Bereich. Wenn die Kamera weit genug oben angebracht wird, könnt ihr große Bereiche optimal überwachen. Der Zoom ist wirklich ein Glanzstück, das muss ich sagen. Ihr seht dort hinten ja immer noch die Bereiche, die die Kamera herangezoomt hat, da war ich wirklich vom Bild absolut überzeugt. Das Tracking ist angenehm, sanft, die Kamera folgt mir, behält mich immer im Bild. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass der Zoom nicht im Tracking enthalten ist. Die Kamera folgt mir zwar nach links, nach rechts, wo auch immer ich mich hinbewege, allerdings ist kein Zoom enthalten. Das heißt, Personen, Objekte und dergleichen, die weit entfernt sind, werden von der Kamera immer nur in der Totalen aufgenommen und nicht herangezoomt. Das können zum Beispiel die Track Mix oder die Track Flex deutlich besser. Darüber hinaus ist das Sichtfeld meiner Meinung nach einfach zu stark eingeschränkt. Wenn die Kamera zu tief hängt, fehlt einfach links und rechts so viel vom Bild. Da bin ich mit Panoramaansichten 180-Grad-Kameras doch ein bisschen besser aufgehoben, wie ich finde. Aber gut, was denkt ihr darüber? Was ist eure Meinung? Klarer Zoom, klares Bereich, Objekt, der überwacht wird oder dann doch lieber 180 Grad? Gebt mir doch mal ein Feedback unter dem Video in die Beschreibung. Und an der Stelle vielleicht noch ein Wunsch an Reolink. Ich finde, App-Steuerung hat ja was Tolles an sich. Wenn ich unterwegs bin und dann mit dem Telefon jederzeit auf die Kamera zugreifen kann. Allerdings muss ich auch sagen, ich möchte nicht alles in der App steuern. Ich möchte nach wie vor vieles am Client machen und was mir überhaupt nicht gefallen hat an dieser Kamera, ist die Einrichtung der Datenschutzbereiche, der Nichterkennungsbereiche, der Perimeterschutzbereiche. Wenn ich das zwar am Client machen kann, aber die Zonen nicht an Objekt gebunden sind, sondern an der Linse ausgerichtet werden, macht das überhaupt keinen Sinn. Wenn ich die Bereiche über die App einrichte, zum Beispiel das Haus vom Nachbarn, dann bleiben diese Bereiche schön geschwärzt. Man sieht es nicht so, wie es sein soll. Allerdings ist mir der Bildschirm an meinem Telefon einfach zu klein, um das präzise einzurichten. Da meine große Bitte, integriert diese Funktion sauber in den Client rein, damit man das auch am Computer machen kann. Oder stehe ich mit meiner Meinung da alleine? Gebt mir doch mal ein Feedback, wie denkt ihr darüber? Wie denkt ihr über diese Kamera, über das Zubehör, über die Funktionen, die sie hat, die KI-Funktionen, die die Kamera zusätzlich noch mit nutzt? Schreibt mir gerne mal einen Kommentar unter das Video in die Beschreibung hinein, damit wir uns untereinander austauschen können. Wenn ihr wissen wollt, was so eine Kamera kostet, welches Zubehör überhaupt braucht, dann schaut auch gerne mal unter das Video in die Beschreibung. Ihr wisst, all das, was ich hier verwende, das ich testen darf, das verlinke ich euch unter den Videos. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr kein neues Video und vor allen Dingen bewahrt ihr euch die Chance, am Ende des Jahres wieder am großen Gewinnspiel
Gewinnspiel teilzunehmen, wo all die Kameras ja wieder raus müssen. Freue ich mich schon drauf. Und an der Stelle bin ich für heute schon wieder fertig mit der Reolink 823S2. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht's gut. Ciao.